Hallo Werkzeugfans, willkommen bei GoTools TV. Mein Name ist Sebastian. Stimmt. Ja, das stimmt, das ist egal. Hallo Werkzeugfans, willkommen bei GoTools TV. Mein Name ist Sebastian und wir schauen uns heute die Schlagschrauber von Bosch an, weil es gibt ein neues Gerät und zwar den GDS 18V450C. Die müssen wir uns anschauen und macht er überhaupt Sinn? All das heute in diesem Video. Zusätzlich, wir haben heute natürlich wie immer etwas zu gewinnen und zwar einen 250 € Einkaufsgutschein. Wenn du daran teilnehmen möchtest, einfach nur unter diesem Video kommentieren, welcher ist denn für dich der beste, beziehungsweise braucht man den 450er wirklich? Wir nehmen heute also den 450er, also den neuen 450C mal als Anlass, uns wirklich mal alle Schlagschrauber mit Außen-Vierkantaufnahme von Bosch anzuschauen. Es gibt ja noch andere Schlagschrauber von Bosch, weiß ich, nehmen wir heute aber nicht mit. Wenn ihr die sehen wollt, auch nochmal im Gesamtvergleich, schreibt es doch mal gerne unten in die Kommentare und schon nimmst du übrigens an der Verlosung teil. Aber deswegen heute der 450er ganz neu hier mit dabei und deswegen schauen wir uns noch mal alle an, vom 210 bis zum 1050. Und die Zahlen verraten uns ja auch nicht nur, welche Geräte wir haben, sondern auch, wie viel Newtonmeter wir jeweils haben. Denn wir haben hier heute den GDS 18V210C, den 300er, den 450C, den 1000C und den 1050HC. Übrigens, an den beiden Geräten sind fast baugleich. Es ist ein signifikanter Unterschied und zwar die Größe der Aufnahme. Wir haben hier Halbzoll und hier haben wir 3/4 Zoll. Und was wir eben übrigens auch schon gesehen haben, ist Folgendes. Wir haben hier ein C-Modell C, C und HC. Wofür steht das C? Für Connectivity. Und daran sehen wir auch, dass wir beim 300er hier ein etwas älteres Gerät wahrscheinlich haben, mit einem anderen Modul hier unten für die Einstellung. Ich vermute mal, da könnte demnächst was Neues kommen. Wir wollen jetzt zusammen rausbekommen, ob der 450C wirklich Sinn macht als Lückenschluss zwischen dem 300er und dem 1000er. Und da wird es beim Thema Preis schon schwierig. Denn wir haben hier beim 210C haben wir einen Preis von um die 180, 185 €. Beim 300er, also 300 Newtonmeter, 90 Newtonmeter mehr, denselben Preis, aber auch nicht die Funktionen. Über die Funktionen sprechen wir übrigens gleich. Ja? Also diese ganzen Dinge, die wir hier alles einstellen können, kommen wir gleich zu. Sehr sinnvolle Sachen. Aber haben wir auch 185 €. Hier haben wir einen Preis bei dem von 240 € beim 450er. Wir haben hier beim 1000er aber auch einen Preis von 240 € und beim 1050 auch 240 €. Das kann hier natürlich bei dem hier daran liegen, dass wir hier ein relativ neues Gerät haben, noch nicht so eingeführt im Markt. Vielleicht fällt der Preis noch, aber aktuell muss ich entscheiden zwischen dem mit 1000 Newtonmeter und 450. Ich habe vorhin so recht leichtfertig in der Vorbereitung gesagt, dann würde ich immer den nehmen, aber gerade jetzt, wo ich es in der Hand habe, sage ich mir so, weiß ich nicht. Also ich weiß nicht. Also dann geht man irgendwann so, ja. Also im Vergleich ist der schon bedeutend schwerer als der 450er. Und ich glaube, es ist auch eher die Frage, wozu möchtest du das Gerät eigentlich verwenden? Denn wenn du keine 1000 Newtonmeter den ganzen Tag brauchst, dann glaube ich, will ich schon eher zum 450er tendieren, denn irgendwann entscheidet das Gewicht dann schon. Und denkt dran, wie immer ist es so, dass ihr alle technischen Daten bei uns im Werkzeugvergleich nachlesen könnt. Und zwar nicht nur von diesen Geräten, das heißt, ihr könnt diese Geräte euch anschauen, genau alle technischen Daten auf einen Blick vergleichen. Hier oben verlinke ich das oder auf gotools.de findet ihr den Werkzeugvergleich und nicht nur von diesen Geräten, wie ich gerade gesagt habe, sondern von allen möglichen Tests, die wir schon gemacht haben. Ihr findet also Kettensägenvergleiche, Schlagschraubervergleiche, Akkuschraubervergleiche, was ich säge, vielleicht was auch immer. Einfach mal vorbeischauen. Ich habe jetzt ja schon einige technische Daten so in den Raum geworfen und deswegen schauen wir uns jetzt hier mal kurz alle technischen Daten auf einen Blick an. Und da sehen wir auch eine Sache, nämlich, dass die Geräte nicht nur 450 Newtonmeter zum Beispiel zum Anziehen haben, sondern der 450er hat zum Beispiel 800 Newtonmeter zum Lösen, was natürlich enorm wichtig ist für einige Anwendungen. Genauso wie wir zum Beispiel beim 1000 haben wir 1600 Newtonmeter zum Lösen oder zum Beispiel hier beim 210 haben wir 370 Newtonmeter zum Lösen. Das heißt also, du kannst bei den Geräten nicht nur sehr stark anziehen, sondern noch stärker das Ganze lösen. Weil viele denken immer, 450 Newtonmeter, reicht das denn, um irgendwas zu lösen? Nein, wir haben natürlich hier viel mehr Kraft beim Lösen. Genauso sieht man aber auch, welches Gerät wofür vielleicht auch so ein bisschen gedacht ist. Wenn wir zum Beispiel sehen, wir können M24-Schrauben hier mit anziehen, mit dem kleinen hier zum Beispiel nicht. Das heißt, du musst wirklich für dich auch entscheiden, welches Gerät brauchst du denn eigentlich für deine persönliche Anwendung. Denn der Klassiker, den man so zu Hause hat, ist ja in der Regel das Thema Reifenwechsel. Ja, ich möchte beim Auto Reifen wechseln oder Reifen runterziehen
abziehen und wieder leicht anziehen. Denn eigentlich, muss man ehrlicherweise sagen, für den Reifenwechsel brauchst du ja das Anzugsdrehmoment ja gar nicht. Denn ich glaube nicht, dass du zu Hause den Alufelgen mit 450 Newtonmeter anziehen solltest. Mach das nicht, das ist nicht gut. Wie sagt man immer? TÜV sagt nein. Nein, Spaß beiseite. Das Lösemoment ist natürlich eigentlich viel wichtiger. Und ich weiß, dass viele unter dem letzten Video von dem hier gesagt haben, na, reicht das wirklich? Und einige haben auch gemeckert, naja, fürs Auto reichen da wirklich die 370 Newtonmeter, die der 210C lösen kann. Und das ist so, dass man durchaus sagen kann, naja, nimm vielleicht die nächste Größe, den 300er, im Pkw-Bereich müsste das dann eigentlich reichen. Aber hier beim 300er muss man ehrlich sagen, wir haben keine Angabe gefunden fürs Lösemoment. Wir wissen nur 300 anziehen, lösen irgendwo zwischen dem 200er und dem, vielleicht sind es 500, ich weiß es einfach nicht. Das heißt also, wenn du sicher gehen möchtest, dass du auf jeden Fall bei einem Auto alles lösen kannst, was du willst, also bei den Rädern, bist du mit dem 450C zum Beispiel gut aufgehoben. Rein von der Definition her ist es so, dass Bosch dieses Gerät hier definiert schon für größere Wagen, für sowas wie zum Beispiel ein Camper oder ein Transporter oder ähnliches, womit man hiermit dann entsprechend arbeiten kann. Und das hier eher für normale PKWs. Bei denen hier ist es sogar so, dass man sagt, das ist eher so für speziellere Bereiche, so im Bereich Holzbau geeignet. Denn für einen Camper brauchst du das hier in der Regel auch nicht, sondern bist du eher bei dem hier aufgehoben. Für einen LKW wiederum brauchst du noch mehr Kraft als bei dem. Nochmal ganz wichtig, für die nicht so viel Erfahrung haben, warum sollst du damit dein Auto nicht anziehen? Weil ich habe es eben nur so ein bisschen lustig gesagt. Beim Auto ist es so, oder bei einer Felge ist es so, dass du ein ganz bestimmtes Anzugsdrehmoment nutzen solltest. Ja? Das ist übrigens nicht allgemeingültig, es sind immer so viel und immer so viel. Da musst du genau darauf achten. Wenn du jetzt aber zum Beispiel so ein 210C nimmst und das sieht doch eigentlich so ein niedliches kleines Gerät aus und das kannst du einfach sagen, naja, ist ja kein Problem, nehme ich einfach und mache meine Felge damit fest. Na, will ich nicht machen, weil viele Felgen haben zum Beispiel sowas wie 140 Newtonmeter Anzugsdrehmoment, der hat 210 und der kann auch 210 und der rattelt dir die Schraube da rein mit 210 Newtonmeter. Sollte man nicht machen. Das heißt, beim Radwechsel zum Beispiel ganz klassisch so ein Gerät nehmen, Schraube lösen, dass man das damit übrigens sehr gut machen kann, da kommen wir gleich nochmal zu, Schraube lösen. Beim Anziehen maximal so handfest oder so ein bisschen draufdrehen und dann kommt der Drehmomentschlüssel. Bitte beachtet das. Ein Hinweis zwischendurch und zwar, benutzt das richtige Zubehör für die Geräte. Nummer 1, wenn du hier Nüsse hast, nehmt nicht irgendwelche Nüsse, sondern wirklich solche Nüsse, die dafür geeignet sind, um am Schlagschrauber benutzt zu werden. In der Regel ist es so, diese normalen glänzenden, die solltest du auf dem Schlagschrauber nicht benutzen, weil sie sind nicht dafür gedacht, maschinell bearbeitet zu werden, sondern dann können sie auch mal reißen oder platzen. Genau dafür sind diese Nüsse gedacht. Du findest die übrigens natürlich auch unten in der Videobeschreibung im ehrlichen Preisvergleich, sowie auch die Geräte. Zusätzlich ist es so, dass du natürlich auch hier mit einem Bit arbeiten kannst. Dafür gibt es einen passenden Adapter, den du hier rauf tun kannst und kannst dann hier, das ist immer die Frage, so, richtig ansetzen und kannst hier Bits einsetzen. Dafür gibt es auch einen passenden Bitsatz. Ergo auch nicht einfach irgendein Bit zum Beispiel nehmen. Du kannst eine normale Schraube ja auch damit reinschrauben, aber nicht mit irgendeinem Bit, weil diese Bits sind nicht dafür gedacht, diese Kräfte aufzunehmen und würden dann auch sehr schnell rund werden oder auch reißen. Dafür gibt es einen passenden Bitsatz, den wir hier haben. Den kannst du nutzen. Ich wollte es ja noch mal zeigen, dass wir irgendein Bit mal nehmen. Hier, Bit, rein, ja, und so, und kein Problem. Und schon können wir damit losarbeiten. Aber lass uns mal kurz die einzelnen Geräte wirklich anschauen. Hier beim 210C ist das größte Merkmal dieses Gerätes eigentlich, dass es wirklich leicht ist. Wir haben hier schlanke 1,1 Kilo. Das ist wirklich super handlich, super leicht. Wenn man nicht so einen großen Akku drunter schrauben würde, den er übrigens gar nicht braucht. Du kannst auch einen kleinen Akku da drunter reinpacken und kannst damit arbeiten. Wichtig ist, wir haben das neue User-Interface, das gucken wir uns gleich nochmal an. Aber ansonsten gibt es dazu eigentlich wenig zu sagen, außer dass es wirklich klein, praktisch, handlich ist. Aber normal Halbzoll, 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 Dreiviertel Zoll. Wichtig ist übrigens zu allen Geräten, das sind alles Brushless-Geräte. Also hier gibt es kein Brushed-Gerät mehr. Das heißt, wir haben überall Brushless-Motoren drin und somit auch sehr effiziente Motoren. Hier beim 300er ist es so, wir haben wirklich, das merkt man auch, ein Gerät älterer Bauart oder älterer Generation. Er fässt sich auch anders an, er ist anders gummiert, ist wirklich auch nicht mehr das Gerät, was genauso aussieht wie die anderen und hat aber eine Funktion hier am Interface, aber die ich kurz erklären möchte. Und zwar ist es so,
Ach übrigens, wir haben hier eine andere LED. Bei den anderen, bei den vieren ist es so, dass man jeweils hier unten eine sehr starke LED hat, die hier nach oben scheint. Das ist ein großer Unterschied. Hier haben wir hier vorne eine LED, die nach vorne scheint. Und das ist manchmal unpraktisch. Manchmal beleuchtet das wirklich das Feld nicht so gut wie eben bei den anderen. Wir haben hierbei eine Funktion, dass wir beim Rausdrehen, die können wir ein- und ausschalten hier unten, dass wir, wenn wir eine Schraube lösen wollen und wir wollen sie nicht komplett lösen und abdrehen, sondern nur lösen und dann, dass das Gerät dann stoppen soll, kann ich einfach da drauf drücken. Ich löse eine Schraube, macht er so knack, 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 ja, und dann hört er sofort auf, wenn er gemerkt hat, da ist kein großer Widerstand mehr, sodass du nicht, wenn du zum Beispiel irgendwas über Kopf irgendwo losschraubst, du schraubst das dann los und dann fällt dir die Mutter noch runter oder fällt dir irgendwas ab oder ähnliches, sondern dass du das nur löst und dann in Ruhe dann den nächsten Arbeitsschritt machen kannst. Dafür ist hier diese Funktion da. Andere Funktion hat das Gerät nicht, außer vor und zurück. Dann haben wir hier den 450er. Bei dem sehen wir schon, das ist allgemein ein ernsteres Gerät. Wir haben hier vorne das Ganze aus Metall, damit wir hier auch die Wärme besser abführen können, mehr Stabilität auch haben. Bei 800 Newtonmeter beim Lösen, das will auch mal wirklich gehalten werden, erstmal von dem ganzen Gehäuse. Haben wir das neuere Interface, den aktuellen Griff und so weiter. Zum Thema Connectivity, weil ich hatte gesagt, das Gerät hier hat ein Connectivity-Modul, das ist jeweils hier im Handgriff drin. Ja, ihr seht das hier vorne auch, hier ist das Connectivity-Modul entsprechend darunter verbaut. Dazu brauchst du auch eine kleine Knopfzelle. Das ist eine 2032er, die hier drin ist und die kannst du für ein paar Cent schon austauschen und hält auch eine ganze Weile. Ich muss ehrlich sagen, ich habe, glaube ich, erst ein Gerät, wo ich es überhaupt jemals austauschen musste. Und den habe ich schon einige Jahre. Ergo, das scheint wirklich ganz schön lange zu halten da drin auch. Dann haben wir hier den 1000er, auch 1000C. Hier aber im Vergleich, wenn man jetzt mal das reine Gerät nimmt, haben wir hier 2,9 Kilo. Das ist schon ein Riesenunterschied zu 1,1 mit denen und deswegen würde ich mir schon genau überlegen, welches Gerät brauche ich denn eigentlich. Ja? Hier wesentlich mehr Gewicht, genauso wie bei dem auch, aber das Gewicht kommt ja nicht, weil sie gesagt haben, ich packe da noch ein paar Kieselsteine rein, sondern einfach, weil du hier ein anderes Getriebe, andere Übersetzung brauchst und so weiter und so fort und hier nochmal viel mehr Metall auch verbaut hast. Was ich übrigens super finde, was andere Hersteller nicht machen, das hier ist enorm stark gummiert. Das heißt, wenn du hier irgendwo arbeitest, irgendwo mal gegenstößt, ist das Gerät nicht gleich zerkratzt oder das, wo du gegenstößt, nicht gleich zerkratzt. Das ist bei anderen Herstellern nicht so. Da ist das hier vorne wunderschön Metall, sieht vielleicht auch schick aus, aber mit Gummi, das ist schon ein bisschen cleverer. Aber kommen wir jetzt mal zum 450er, beziehungsweise kommen wir viel eher zum User Interface, den der 210, 450, 1000, 1050 hat. Und zwar das User Interface, beziehungsweise die Elektronik und die Intelligenz in diesem Gerät machen enorm viel aus und machen es auch zu einem Gerät, wo ich sage, sehr interessant auch in anderen Einsatzzwecken. Wir kommen auch gleich zum Thema Holz, weil Schlagschrauber und Holz ist ja immer so ein Thema. Ja? Aber was können wir hier unten einstellen? Erst einmal, wenn wir arbeiten, dann ist es so, dass wir hier eine grüne Leiste haben, die den Akkustand anzeigt. Was natürlich nicht nur heißt Akkustand, dass das immer grün ist, sondern wir haben natürlich auch orange, wenn es langsam leer wird. Dann haben wir hier zwei Schalter oder zwei Wahlschalter drauf. Einmal das Thema Speed. Da haben wir die Möglichkeit, quasi den Wahlschalter 1, 2 und 3 zu nehmen. Also Programm 1, 2 und 3, das ist viel besser. Es ist aber nicht so, dass Programm 1 und 2 immer eine feste Drehzahl hat, sondern es ist vom Werk aus, hat es eine bestimmte Drehzahl eingestellt. Aber du kannst das Gerät ja verbinden mit deinem Handy über Bluetooth und kannst dann Folgendes machen. Du kannst die Drehzahl der einzelnen Stufen komplett, wie du es willst, einstellen. Du kannst zum Beispiel sagen, ja, ich möchte so 1200 Umdrehungen haben, der nächste Gang soll, 1800 haben und der dritte nochmal irgendwas anderes. Das heißt, du bestimmst es, welche Drehzahl du hast. Das macht schon ganz, ganz viel aus, weil je nachdem, wie gut du es kontrollieren möchtest, wie schnell du arbeiten möchtest, kannst du es für dich individuell einstellen. Dann gibt es das nächste, und zwar den Modus A, den wir hier einstellen können, und Modus B. Modus A ist für Metall, sodass wir mit Metall arbeiten können. Modus B ist für das Thema Holz. Wenn wir jetzt im Modus A zum Beispiel bleiben, auch da kann man verschiedene Sachen wieder einstellen. Nämlich wenn ich mit Metall arbeite, kann ich zum Beispiel, wenn ich es löse, auch wieder einstellen. So ähnlich wie hier, aber doch ein bisschen anders. Du löst eine Schraube. Wie lang nach dem Lösen soll das Gerät weiterlaufen? Du kannst zum Beispiel sagen, 0,1 Sekunde bis zu 1 Sekunde läuft das weiter. Und ich sage euch, mit der Umdrehung von dem Gerät ist eine Sekunde lang.
Also wirklich lang, wenn du jetzt beim Rausschrauben bist. Das kannst du, wie gesagt, auch über dein Connectivity-Modul entsprechend einstellen. Genauso beim Thema Holz so, beim B so. Du kannst zum Beispiel sagen, wenn beim Reindrehen, du drehst einfach rein, also nimmst eine Schraube, drehst das möchtest ins Holz reinarbeiten. Dann ist es ja so, dass du ab einem bestimmten Punkt, es ist ja flächig oder bündig zum Holz, deine Schraube, zum Beispiel so eine etwas größere Schraube, wie wir hier benutzt haben, dann möchtest du es ja nicht im Holz versenken, sondern du möchtest es genau bündig reintun. Das kannst du hier einstellen, bei welcher Stufe, du probierst es einfach mal aus, 1, 2, 3 Testschraubung, dann sagst du, okay, bei der Stufe hast du genau das dort erreicht, das machst alles über das Handy und dann kannst du bei dem Modus Folgendes sagen, ich schraube jetzt rein und er hält immer genau an derselben Stelle an, nämlich genau dann, wenn es bündig mit dem Holz ist. Du siehst also, du kannst das Gerät hier individuell einstellen, wie du es brauchst, für genau deinen Einsatzzweck. Und das macht es, finde ich, schon sehr interessant und es ist dann nicht mehr einfach nur irgendwie ein Schlagschrauber. Und die Frage ist ja eigentlich gewesen, brauchen wir den 450er? Und ich würde sagen, ja. Also es schließt die Lücke zwischen dem 300er und dem 1000er. Irgendwo dazwischen brauchte man, denke ich, schon ein Gerät. Und die Frage ist aber, welches Gerät würde ich nehmen? Und ich persönlich würde sagen, ich würde wirklich einen 450er nehmen, weil der Preis zwischen dem 210C und dem 450er sind so 50, 60 Euro. Aber hier habe ich ein Gerät, mit dem ich definitiv alles machen kann, solange es noch nicht in Schwermaschinenbau geht, Gänsefüßchen, wirklich Gänsefüßchen, dass es wirklich große, extrem harte Anwendungen sind, denn so wie hier, dass ich 1000 Newtonmeter bzw. meinetwegen 1600 Newtonmeter Lösemoment brauche, das habe ich jetzt wirklich, wirklich selten bzw. eigentlich nie. Da werde ich hier mit 800 in der Regel hinkommen und habe hier ein schönes, kleines, kompaktes Gerät wieder, im Gegensatz zu dem hier oder auch Mitbewerbern und kann mit dem auf jeden Fall mal Spaß haben. Aber was sagt ihr denn dazu? Schreibt das doch mal unten in die Kommentare. Denkt dran, ihr könnt den Gutschein gewinnen. Wir lesen uns da und für heute sage ich erstmal ran ans Werkzeug und bis zum nächsten Mal.